Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich habe mir überlegt, das hatte ich schon mal gemacht, ich glaube aber, ich habe es ein bisschen anders aufgebaut, als ich es jetzt tun werde. Und zwar wollte ich mal kurze Energien fürs Kollektiv einfangen. Nenne es heute, morgen, übermorgen, nenne es 72 Stunden, wie immer. Also einfach eine kurzfristige Energie, die sich hier aufzeigt für uns, verbunden mit den Themen, die auftreten könnten. Und wir gucken mal, ich brauche jetzt mal 3 Karten aus den Antworten der Engel. Wenn ich nicht gestorben bin, dann mische ich noch morgen eine noch. So, wir gucken uns an, was wir unterm Deck haben. Da haben wir schon mal hilfreiche Menschen, Personen aus der Umgebung, die irgendwie unterstützend wirken könnten. Und dann brauche ich meine Lennys und dann geht es auch gleich los. Okay, ihr Lieben, wir schauen. Das braucht ganz schön Platz. Also hier sehen wir schon mal ganz schön viel in der ersten Reihe. Das heißt, ganz zeitnah habe ich hier so eine Überwindung von Unsicherheiten. Ein Gefühl, wo man vielleicht denkt, ich fühle mich unsicher, ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht auch ein bisschen um Vertrauensthemen. Das kann jetzt hier mit einem Gegenüber zu tun haben. Es kann aber auch mit dem Leben an sich zu tun haben. Hier sehe ich ein bisschen schicksalshaften Ausgleich im Bereich Beziehung, Vertrag, neue Möglichkeiten im Beruf. Nenne es schicksalshaftes Geschenk, was die hier die nächsten Tage vor die Füße fallen könnte. Das sind auch so Tage, da fragt man sich, ob man vielleicht für seine eigene Stabilität ein anderes Fundament bräuchte. Man überdenkt die Berufung und es ist aber auch so, dass das Leben hier eine schicksalshafte Überraschung für uns bereit hat. Und hier haben wir ja das Überwinden von Unsicherheiten. Hier kommt jetzt in der Reihe mit kein Grund zur Sorge. Es geht hier verstärkt auch um Kommunikation in Beziehungen, um Möglichkeiten für neue Verträge. Möglicherweise hier liegt der berufliche Bereich als Schicksalsbereich dabei, als Thema, wo dir irgendetwas aufgezeigt wird. Und ich habe hier auch so das Ende eines Konfliktes, ein Geschenk, das dir einen Konflikt beendet. Entweder im Beruf, in der Beziehung mit dem Gegenüber oder aber auch an allen Themen, wo du dich unsicher fühlst. Wir gucken mal, was die Signale aus dem Zauberwald sagen. Sei in freudiger Erwartung. Also es geht vielleicht etwas auch besser aus, als du es dir jetzt hier so vorgestellt hast, ne? Es zeigen sich finanzielle Hindernisse. Für manche sind es Gelder, die haben mit der Vergangenheit zu tun. Gelder von anderen Familienmitgliedern. Ich sehe auch irgendwie zeitnah, dass sich das emotional, da wo wir hier sagen, ne, sei mal in freudiger Erwartung, hab keinen Grund zur Sorge, hier kommt dir was vor die Füße, was dir gut tut, das bezweifeln wir hier. Ne? Wir fühlen uns irgendwie vielleicht auch so ein bisschen müde, emotional müde, irgendwie hat man keinen richtigen Nerv,
für Harmonie im Umfeld zu sorgen. Man wird hier auch überrascht von Themen von anderen, also die nehmen einen mal so mit. Ne? Vielleicht gibt es Entscheidungen im Freundeskreis, die hier mit anstehen, Entscheidungen, die Kinder machen von dir, wo du denkst, also das ist alles, wo du emotional mit involviert bist, fühlt sich irgendwie hier nicht flüssig an. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hier liegen jetzt aber schnelle Wege, die hier zu machen sind. Die haben wir selber in der Hand. Ne? Wir liegen hier in der Reihe mit dabei. Wir gucken auch drauf, dass wir hier so Vertrauen haben, dass wir unsere Größe leben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich irgendetwas ungut anfühlt oder nicht nach Harmonie anfühlt. Und dass wir eben hier an dieses schicksalshafte Geschenk nicht richtig glauben. Das heißt, wir gucken hier schon drauf, dass wir möglichst im Vertrauen sind, dass wir uns getragen fühlen, dass wir aufstehen und weitermachen. Aber es kann hier ein bisschen schwerfällig sein. Hier kann es auch sein tatsächlich, dass plötzlich irgendetwas sich verändert, was richtungsweisend neue Wege mitbringt. Ja, eine günstige Gelegenheit irgendwo. Eine Gelegenheit, eine Chance, die du nutzen kannst, die dir Früchte auch bringt und die dich emotional stabilisiert. Also deine Größe eben, deine Möglichkeit aus dem Vollen zu schöpfen anzeigt. Hier zeigt sich ja irgendwie so ein schicksalshaftes Geschenk an oder ein schicksalshafter Ausgleich und hier kommt dann prompt die Gelegenheit, ne? Lasse dich treiben. Das heißt auch, schwimm nicht gegen den Strom, wenn es jetzt eben nicht geht, emotional, oder wenn du emotional müde bist, dann lass es auch so sein. Mit der Sense hast du hier dann sowieso die Möglichkeit, in Aktion zu kommen, wenn es nötig ist. Okay, also hier geht es sehr viel um uns selbst, um das Nutzen von Gelegenheiten, um das Spüren, wie ist man eigentlich emotional gestellt. Dann haben wir hier in der nächsten Energie die Regeneration, die Genesung mit dabei. Dinge, wo du dich vielleicht zurückgezogen hast, erlauben dir hier auf dem kurzen Weg, dich wieder zu öffnen. Für alle, die irgendwelche Themen haben, die hier mit Ämtern und Behörden und der Öffentlichkeit zu tun haben, sehe ich hier die ganz kurzen Wege. Das kleine Glück liegt drauf. Ja, und für viele ist es so angezeigt, dass sie hier regenerierende Dinge haben. Also das ist so wie eine alte Haut auch abstreifen, etwas Neues nutzen, nicht gegen den Strom schwimmen, sich unterstützen lassen. Denn hier haben wir dann praktisch dieses Fundament von Herzensangelegenheiten, von Neubeginn, die hier mit der Sonne unter den besten Gelegenheiten liegen. Die können jetzt von der Zeit her natürlich beginnen sich zu zeigen und dann aber auch über die heißen Tage hin wirken, weil hier kommen wir ja ans Ende der Energie und es ist hier so eine geklärte Situation. Das, wo dich hier gehindert hat, hast du hier schon ein bisschen besser im Griff. Da ist das Fundament drum. Da hat man so ein gutes Gefühl. Es kann ja auch um einen Neubeginn in der Liebe tatsächlich gehen, der sich hier anzeigt. Guck mal, was hier liegt. Die Situation, die du im Allgemeinen hast, wird sich verbessern. Das zeigt hier die Sonne auch direkt schon an. Und du hast hier in der nächsten Zeit noch ein Gespräch, das dir Klarheit bringt. Könnte hier tatsächlich mit einem Amt, mit einer Behörde zu tun haben oder irgendwie auch mit jemandem, der dir einen guten Rat geben kann, an sich, ne, eine hilfreiche Person.
Hier unten haben wir jetzt noch, weil wir ja immer so böse sind und nach der Zeit fragen und manches nicht schnell genug kommen kann, alles kommt zur richtigen Zeit. Also falls du dich hier getrieben, gedrängt irgendwie fühlst, ne, hier haben wir eine Gelegenheit, die dir bringt, dass du deine Situation auch verbessern kannst. Und der Rest liegt dann wieder an der Zeit, in der es eben geschehen soll. Wir können die Uhr leider nicht vor- oder zurückdrehen. Obwohl leider, ne? Manchmal wäre es auch schön, man könnte unangenehme Situationen mal überwinden. So, was sagen denn die Vögel noch dazu? Der Blauherr. Ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehung, Arbeit erfordern. Gehe Risiken ein, ergreife Chancen und erforsche neue Wege. Also nutze die Gelegenheit auch, die auf dich zukommt, steh dir nicht selber im Weg. Erkenne vielleicht auch die Gelegenheit. Ich meine, hier haben wir dieses emotionale Blockiertsein und hier kommt aber lass dich treiben. Hier kommt sowieso was auf dich zu. Okay, ihr Lieben, das soll es mal gewesen sein. Ich drücke euch, bis bald.